Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute gibt es wieder ein Video, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn ich freue mich, dass ich hier so ein bisschen an der Gesellschaft partizipieren darf. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei Amazon oder irgendwo gegoogelt hast, das eingegeben hast und nach einem Buch gesucht hast zum Formbau oder Silikonformbauen im Allgemeinen, und ich habe das jedenfalls getan und nichts so Richtiges gefunden, was mich angesprochen hat, und deshalb freue ich mich, dass ich das heute mit dir teilen darf. Ich habe auch all das, was ich verwendet habe an Materialien, Werkzeugen und so weiter, in einem Blogbeitrag nochmal ganz genau, minutiös, pedantisch genau zusammengefasst, und das verlinke ich hier unter dem Video auf meiner Webseite. Kannst du das anklicken, dir nochmal in Ruhe durchlesen und auch die Materialien dort dann im Internet wiederfinden und vielleicht bestellen, wenn du sowas vorhast. Warum zeige ich das hier aber dennoch? Es geht ja hier so um das Schnitzen und um die Bildhauerei, und jetzt baue ich hier eine Form. Vielleicht fragst du dich, warum denn das nun, das Ganze hier, und warum zeige ich das auch immer wieder? Naja, das ist ein wichtiger Prozess in der Vorbereitung für jetzt zum Beispiel eine Bildhauerarbeit in Marmor. Konkret wird es hier sein. Warum macht man da eigentlich erstmal einen Gipsabguss? Ja, weil der Arbeitsprozess im Stein eben ein bisschen anders ist. Die Flächen sind am Anfang ein bisschen zerklüftet. Dieser ganze Formgebungsprozess dauert länger. Das Material ist sehr teuer, und dann macht man es eben ganz genau. Macht erstmal ein Gipsmodell, was man dann 1:1 in den Stein wirklich kopieren, übertragen kann, dass es sehr genau wird, und es soll eine sehr hochwertige, gute Arbeit werden für einen Kunde. Und da kann ich dich auch ermutigen, wenn du sowas ja sehr schmackhaft findest und dir das Wasser im Mund zusammenläuft, dann gib es doch in Auftrag bei mir, lass dich da herausfordern, nimm gerne Kontakt zu mir auf über meine Webseite, schreib mir dein Anliegen, schick mir ein paar Bilder, und dann kann ich dir eine Büste modellieren oder eine Figur. Das kann man dann in ein Material übertragen oder auch für den Bronzeguss vorbereiten, denn diesen Formbauprozess, den ich hier zeige, damit kannst du das Wachsmodell ja für einen Bronzeguss vorbereiten, und das kann ich für dich also auch mitmachen. Der Vorteil ist, dass ich dich da ja 1:1 betreuen kann. Wenn du das bei einer großen Gießerei anfragst, sind die vielleicht nicht so freundlich, und du hast nicht so diese individuelle Absprache, und du hast auch keinen Bildhauer da direkt vor Ort, in der Regel eher nicht, der dir also auch deine Wünsche da in eine plastische 3D-Form bringen kann, die man dann in Bronze abgießen kann. Mit dieser Formbautechnik kann man eben auch ein Wachsmodell vorbereiten, dass man diese Silikonform mit Wachs ausgießt oder ausstreicht, je nachdem, was es dann werden soll, und dann das der Gießerei übergibt. Dieses fertige Modell muss ja auch schön überarbeitet sein, und dann können die das eben in Bronze abgießen. Dadurch kann es ein bisschen schneller gehen, der Prozess beschleunigt werden, und natürlich muss dieser Prozess auch vom Bildhauer mit betreut werden, dass das Wachsmodell dann wirklich auch den Ansprüchen der Kundschaft oder deinen Ansprüchen dann entsprechend dient, oder auch meinen Ansprüchen, und dafür bin ich natürlich dann die Schlüsselperson. Also frag mich da auch gerne an, wenn du sowas umsetzen möchtest, so eine Büste oder eine Figur, Bronze oder vielleicht auch sowas machen lassen möchtest. Das Schöne an den Gipsmodellen ist übrigens, ich kann dir so einen Abguss natürlich auch unverbindlich erstmal schicken, dann ist der nicht so teuer, du kannst ihn zu Hause erstmal ein paar Wochen oder ein paar Monate auf dich wirken lassen, verliebst dich vielleicht in diese Arbeit und sagst dann, jawohl, ich möchte das jetzt gerne irgendwie abgießen lassen in Bronze. Mit der Form kann man ja ganz viel anstellen. Ja, man kann auch noch weitere Abgüsse machen, wenn du sagst, in der Familie möchtest du das mehrmals haben, oder du willst es jetzt in einen Stein kopieren lassen oder in ein Stück Birne von mir aus, was dann poliert werden soll. Also lass dich da gern herausfordern, von mir hier eine Arbeit in Auftrag geben, denn es ist was ganz Tolles, die Bildhauerei. Sowas hat ja auch kaum jemand zu Hause. Du kannst damit dein Wohnumfeld auf ein ganz anderes Niveau bringen und wirklich dein Umfeld verschönern. Und natürlich ist es auch ein Blickfang, was sehr viele Leute auch begeistern wird. Da nimm gerne Kontakt zu mir auf und schreib mir deine Anliegen über die Webseite, und ich kann dich gerne individuell beraten, aber ich will dich auch herausfordern und ermutigen, triff eine Entscheidung und gib wirklich verbindlich eine Arbeit in Auftrag. In diesem Sinne wünsche ich aber auch allen Zuschauern viel Freude beim Zuschauen, die vielleicht sowas umsetzen wollen. Wie gesagt, ich habe kein richtiges Buch dazu gefunden und freue mich auch, dass ich hier so ein bisschen an der Gesellschaft partizipieren kann und sowas mitgeben kann, wo man sich auch ein paar Anregungen rausziehen kann. Ich denke, dieser ganze Prozess ist auf einem sehr guten Niveau, was ich mir aber von anderen Kollegen habe sagen lassen und angeeignet habe.
wo ich viel gelernt habe, zum Beispiel von Magnus Kleine Teppe, also herzliche Grüße nach Braunschweig, der auch auf einem super Niveau ist im Bereich der Silikonformen. Und das ist auch so ein bisschen eine Technik, die ich mit von ihm noch gelernt habe. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuschauen und sage mal Film ab. Ich möchte jetzt den Abguss machen. Ich habe hier additionsvernetzendes Dupliersilikon für Zahnärzte von Siladent, habe ich das gekauft und das habe ich mir empfehlen lassen von Kollegen. Damit wird die erste Schicht gemacht, das wird hier rüber gegossen, ja, und dafür habe ich auch diesen Silikonpinsel, diesen Glasurpinsel, der so schön glasiert wird. Also das ist nur zum Auftragen, dass ich auch hier unten rankomme und der ist eben so schön weich und flexibel, dass ich auch hier in diese Hinterschneidungen, Ecken reinkomme, ohne dass ich den Ton verletze. Der ist ja schon ein bisschen angezogen. Und wenn ich da wirklich vorsichtig mache, schön immer gleichmäßig mit den Formen streiche, mache ich da gar nichts kaputt. Ich kann hier rüber streichen und das ist einfach ganz herrlich. Damit kann ich die ganze Schicht oben aufbauen bei den Hinterschneidungen, weil umkippen ist hier nicht mehr. Ist einfach zu schwer, zu groß. Da würde ich vielleicht was kaputt machen. Ich rühre das zusammen, es sind 2 Komponenten und nur für die erste Schicht hält es auch sehr lange, dass ich damit viele Arbeiten machen kann, weil so viele mache ich ja am Ende nicht. Und dafür habe ich auch hier unten schön diese Tonwulst hinmodelliert, weil wenn das jetzt hier runterfließt, dass es eben einen Stopp hat, nicht in den Raum fließt. Und da kann ich dann auch weiter aufbauen mit einem neutral vernetzenden Silikon. Kommt dann hier eine Wulst hin, die in der Stützform steckt, dass dieser ganze Mantel nicht wie so ein Sack zusammenfällt, wenn es dann umgedreht aufgebaut wird. Also dann muss ich ja von oben reingießen können und dass das immer schön an der Form auch festhält. Und hier kommt noch eine Naht hin, die ja dann auch aufgeschnitten wird, dass ich es auseinandernehmen kann. Und die steckt dann auch noch mitten in der Stützform drin, also dass ich da auch so ein bisschen einen Halt miteinander habe. Ich habe mal versucht, hier so Knubbel aufzubauen, die dann im Gips stecken, aber das ist keine gute Idee. Also das muss in sich eine gewisse Materialstärke haben, dass es auch ein bisschen fest ist, so ein bisschen eine Formsteifigkeit hat, was halt der Silikon hergibt. Und da muss ich dann immer Schicht für Schicht aufbauen, immer einen Tag trocknen lassen, dass das wirklich durchgetrocknet ist und keine in sich irgendwie so eine Schwammigkeit erhält. Also das muss immer schön durchtrocknen. Von daher immer vorsichtig die kleinen Schichten, so maximal 4-5 mm und hiermit eben nur sehr dünn 1 mm oder so dick, wie es halt eben sein muss, wie man es hinbekommt, dass man dann schön weiter aufbauen kann. Okay, ich werde das zusammenrühren und starte jetzt mal hier mit dem Abguss. Ich habe jetzt einmal drüber gegossen, man sieht, das bindet schön schnell ab. Das ist hier schon fast fest. Und dann kann ich jetzt hier mit meinem Schlauchbeutel die nächste Schicht aufbauen, dass das eine richtig schöne, in sich stabile Schicht wird. Vielleicht 8 mm, maximal 10 mm werde ich aufbauen, hier unten überall. Und das ist einfach, dass man wirklich die ganze Form mit einmal erwischt, so ein Gießsilikon. Ich muss hier recht zügig arbeiten, schön direkt gekonnt hier oben rüber gießen und dann einmal in die Details reinwischen. Hier war ich mir noch sicherer, weil ich das Material noch nicht kannte, und dann bin ich ein bisschen hektisch geworden und habe hier alles verschmiert mit dem Pinsel. Also man muss das gekonnter gießen in mehreren Etappen und kann den Becher auch zwischendurch schön reinigen, dass man nicht zu viel mit dem Pinsel arbeitet. Ich habe zu viel mit dem Pinsel gearbeitet, hat man vielleicht gesehen in meinem kleinen Video hinten. Sind mir leider hier beim ersten Mal, wusste ich das noch nicht, habe ich aus dem Becher noch das schon abgebundene hier leider mit
rangekleistert. Also da weiß ich jetzt, fürs nächste Mal habe ich schon wieder was gelernt. Man muss halt wirklich sofort an die Hinterschneidungen ran und das gekonnt rüberlaufen lassen und nicht zu viel pinseln. Und hier habe ich es ein bisschen nicht richtig erwischt sozusagen. Aber auch diese ganz dünne Schicht, man sieht hier an der dünnen Haut auch, wo man durchschauen kann, dass da wirklich eine Schicht ist. Also das funktioniert recht gut mit dem Material. Das ist aber sehr direkt und irgendwie auch ein wirklich professionelles Material. Dieses Flüssigsilikon hilft aber einfach hier schön schnell zu sein und das mit einmal zu erwischen, die ganze Form. Und das ist eine sehr gute Erleichterung im Vergleich zu diesem Sanitätssilikon, was ich früher immer genommen habe. Immer schön aufdrücken, in jede Ecke rein, wurschteln mit dem Finger. Irgendwann quellen die Finger auf, das stinkt, weil das Essig vernetzend ist. Und wenn ich das mit diesem Material hier neutral vernetzenden Silikon machen würde, müsste ich das ja genauso machen oder müsste ich ja mit einem Holz oder Spachtel arbeiten, könnte die Form verletzen. Also das ist eine wirkliche Erleichterung. Das Gießsilikon kann ich nur empfehlen, kann man auch für andere Materialien mit entsprechendem Trennmittel wirklich verwenden. Dann ist das eine wirklich super Arbeitserleichterung, weil es bindet auch sehr, sehr schnell ab und ich kann sofort weiterarbeiten, die nächsten Schichten drauf machen, kann da auch mal richtig schnell unterwegs sein, wenn ich das denn möchte. Und von daher werde ich das auf jeden Fall wieder benutzen und danke da insbesondere Magnus Kleine Teppe für diese Einblicke und Empfehlungen in seine Arbeit. Ich baue jetzt die nächste Schicht hier mit dem transparenten Silikon auf aus diesen Schlauchbeuteln und gleichzeitig werde ich hier die Trennnaht festlegen, die hier über die höchste Stelle der Büste verläuft, an der Schulter über das Haar. Und dann werde ich auch noch ein bisschen diese Hinterschneidungen ausfüllen mit Silikon und diesem zugeschnittenen Material hier. Das sind so Schwämme. Das kann man dann entsprechend darauf kleben, dass das so ein bisschen aufgefüttert wird. Weil wenn ich das nur mit Silikon fülle, dann besteht die Gefahr, dass es nicht aushärtet in diesen vertieften Stellen. Und dann werde ich entsprechend an dieser Naht, die hier entstehen wird, die erste Gipsschale aufbauen und vorne trenne ich diese Gipsschale aber nochmal in der Mitte, dass ich hier eben zwei habe, dass ich das auch wirklich abbekomme. Ja. Ich muss das ja hier runterziehen und da zeigt die Erfahrung, dass das dann hier sich wirklich schön verkeilen kann und dann kriegt man das kaum noch auseinander. Und wenn das einfach zu tief ist, das muss runtergehen und deshalb hier nochmal eine Trennung in dieser Stützform, in den Gipsschalen, dass ich hier eine runterziehen kann, hier eine runterziehen und hinten eben die Gipsschale auch mal runterziehen kann. Und so werde ich jetzt weiterbauen und diese Trennnaht, die wird entsprechend aufgeschnitten, weil ich das nicht hochkrempeln kann, weil das hier am Halsbereich schon zu dünn ist. Also da würde ich definitiv das aufschneiden, wenigstens an einer Seite. Wenn das sehr gleichmäßig ist, kann man es hochkrempeln, dann empfiehlt sich das, weil das dann wirklich ein geschlossenes System ist, aber hier möchte ich es gerne aufschneiden und durch die Stützform wird das alles wieder halten und ich kann es zusammenbauen. Gut, dann lege ich mal los. So, dieses Material ist doch ganz schön geruchsbelästigend, dass ich dann auch wieder die Maske verwenden werde. Das ist einfach viel besser und die Fenster sind auch bereits auf, dass hier eine schöne Lüftung ist und das werde ich dann auch auflassen, dass der ganze Raum nicht noch schlimmer danach riecht. Also sehr zu empfehlen, dass man hier nicht Kopfschmerzen bekommt oder umfällt. Und manchmal, je nachdem was man da verwendet, sind eben auch nicht gesunde Stoffe drin. Und ja, dann tue ich mir das lieber nicht an und nehme diese Maske.
Jetzt geht es also richtig los hier mit dem ganzen Material. Ich habe das jetzt hier einmal mit Rasierschaum eingepinselt, dass das ganze Ding schön geschmeidig bleibt. Der Silikon wird sonst irgendwann zu spröde, also dass er möglichst seine Eigenschaften behält. Dafür hilft der Rasierschaum, da bleibt ja immer so ein bisschen was hängen und das von Zeit zu Zeit auch innen mal einfach nachwischen mit Rasierschaum. So, hier habe ich jetzt immer solche Schlösser aufmodelliert. Da werde ich ja jetzt Gips drauf machen und dann bleibt das als negativ stehen. Dann wird das eben mit Tonschlicker eingeschmiert, diese Gipsinnenfläche, und dann kommt da wieder Gips ran und dann kann ich da Keile reinschlagen hier. Da sind jeweils 4 Stellen, 1, 2, 3, 4, wo ich dann Keile reinbringen kann. Da lasse ich dann, also wenn dann die nächste Schicht kommt, einfach ein Stück Ton hier drin und kann dann da einen Keil reindrücken, dass da wirklich eine Vertiefung stehen bleibt. Genau, darum geht es. Und diese Schlösser müssen halt schön glatt sein. Die habe ich mit dem Schwamm also so abgetupft, dass das richtig weich wird, dass hier keine Hinterschneidungen sind, dass das wirklich auseinander geht. Ja. Also das ist wichtig, dass die Dinger nicht in der Gegenseite hängen bleiben. Ja, sonst würde ich die schon wirklich so ringsrum ziehen. Der Rand soll auch genauso hoch werden. Ich lasse das aber insgesamt nur so, naja, die Wand vielleicht 2, maximal 3 cm oder so. Und hier außen kommt sie auch wirklich hoch, dass ich hier auch Schraubzwingen oder was auch immer aufsetzen kann, dass das dann am Ende gut zusammenhält. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk, man kann das sehr gut nachmachen, man muss lediglich diese Trennnähte beachten. Ich habe jetzt gemerkt, die Zwischentrocknungszeiten beim Silikon hätte ich besser beachten müssen und ich habe zu viel aufgebaut zum Teil. Das innen noch nicht ganz ausgehärtet ist, also muss ich das entweder länger stehen lassen oder habe halt dann das Problem, dass es nicht geht. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es erstmal sehr zufriedenstellend. Man muss halt ein bisschen gewissenhaft arbeiten und systematisch die ganze Sache angehen, aber dann funktioniert es auch sehr gut. Ich bin jetzt also so weit, dass ich die Nähte hier ein bisschen überarbeitet habe, dass ich wirklich sehe, wo der Riss mal entstehen wird. Dann habe ich ja hier immer Ton eingebracht, schon während des Gießvorgangs, dass das einmal plastisch stehen geblieben ist. Und dann habe ich ja die andere Seite da drauf gegossen und da ist jetzt wirklich noch ein Stück Ton hier drin und da kann ich immer meine Keile einstecken. Die habe ich auch schön, wirklich richtig keilig zugesägt. Und da ist jetzt einfach der Werdegang, dass ich da mal richtig raufhauen will und gucken, wie das jetzt auseinander geht. Und ich habe immer bei jeder Naht sozusagen 2 Einstichlöcher gelassen. Und die finde ich einfach wieder, indem ich gucke hier, also hier ist jetzt dieses weiche Material und hier auch nochmal. Und das ist einfach optimal, um jetzt hier weiter reinzudrücken. Und da müsste ich das jetzt eigentlich sehr schön aufbekommen. Also das ist eine sehr gute Idee, das habe ich jetzt neu gelernt, weil ich kann nämlich auch da ein bisschen hebeln. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich stecke da was rein, ein Brecheisen oder was auch immer, das ist jetzt vielleicht nicht ideal, dieses Stemmeisen, aber das ist auch schön stark gebaut. Da könnte ich auch ein bisschen hebeln oder mit einem Steinmetzmeißel und so weiter. Also
Da werde ich schon gut vorankommen hier und das hilft mir wirklich dann auch später mal hier Schraubzwingen anzusetzen an diesem massiven Rand. Den muss ich erstmal abbrechen. Das kann man natürlich kaputt machen, aber ich denke, da würde man den Rest der Form eher beschädigen, als dass man diesen starken Rand irgendwie kaputt macht. Ich denke, das wird sehr gut funktionieren. Jetzt geht es ans Aufschneiden dieser Silikonnähte hier, die habe ich ja extra präzise festgelegt. Die ist auch auf die Stützform abgestimmt, also auf die hintere Hälfte und auf die große vordere Hälfte, die sich ja aus diesen beiden zwei Seitensegmenten ergibt. Und dafür gibt es ein spezielles Messer von Reckli. Das hat hier vorne so einen Schwung, so eine Welle wie eine Hohlung hier, die aber auf die Schneide bezogen ist. Also auf die Messerschneide, ja, auf diese längliche Messerschneide, hier vorne so ein richtig schöner Bauch, so eine Auskerbung. Und wenn ich damit einen Schnitt durch den Silikon mache, habe ich bildlich gesprochen wie Nut und Feder, die perfekt ineinander passen. Und hier vorne ist es nochmal so ganz leicht gerade und damit gehe ich bis an den Ton oder an das Plastilin, je nachdem was es ist, ran und schneide dann entsprechend runter. Oder in dem Fall werde ich hochschneiden, hier über diesen Bauch und dann hinten wieder rauskommen. Und zwar ist es dann wirklich so, dass wenn ich es wieder zusammentue, dass es dicht ist, wenn ich da was Flüssiges reingieße, ja, wenn es dann in der Stützform sitzt, dass es nicht rausfließen kann, einfach durch diesen Absatz, ja, der ineinander greift. Also das ist genial gedacht. Ich habe das lediglich nochmal schön scharf gemacht. Es war nicht ideal scharf und hier für den Silikon muss es ja haarscharf sein, dass es dann wirklich vernünftig durchschneidet. Aber ich meine, für Bildhauer oder Holzbildhauer ist das ja mal kein Problem, so ein Messer zu schärfen. Genau, von Reckli kann ich also empfehlen, hier dieses Messer. Auch andere Kollegen haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da würde ich auch gleich noch Trennmittel mitbestellen für verschiedene Materialien, also für Holz oder Sandstein und sowas. Da gibt es also so ein Trennlack oder Trennmittel, was ich verwenden kann, um da jegliches Material vernünftig abzugießen mit Silikon. Und kann ich also unter dem Video nochmal gern verlinken oder auch in dem Blogbeitrag, den ich dazu verfasst habe. Okay, jetzt also diese freudige, endlich mal vernünftige Arbeit ohne Handschuhe hier mit dem Aufschneiden. Und dann kann ich das nämlich auch in die Stützform reinlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe flüssigen Wachs, möchte das für einen Bronzeguss vorbereiten, kann ich das pro Hälfte jeweils immer schön vernünftig ausstreichen oder auch mit Gips oder Beton, was es auch dann sein soll und später auch noch zusammenkleben. Ja. Manchmal geht es ja nicht mit dem Gießen bei bestimmten Figuren, wenn ich ganz dünne Beine habe, wo das nicht richtig durchfließt, muss ich es sogar so machen, ja, dass ich in den zwei Hälften das erstmal aufbaue und dann zusammenklebe und so weiter. Also da gibt es verschiedene Methoden und das kann mir also enorm helfen, ja, was die Gießer uns da alles sozusagen Gutes beigebracht haben. Ich habe mir das ja auch mal abgeschaut von den Experten sozusagen, dass ich das wirklich immer auf die Stützform mit beziehen muss, ja, die Naht. Also da kann man viel lernen und jetzt schneide ich das gerne mal auf hier. Ich habe jetzt hier meine Form mal vorbereitet. Die kann ich dann zusammenklappen. Hier unten sind bereits die Schraubzwingen dran. Man wird es dann auch noch sehen, wenn ich die hier nochmal dran setze. Auf jeden Fall geht das richtig gut. Und ich bin schon mal sehr begeistert. Ich will jetzt nochmal mit Rasierschaum hier ein bisschen diese Form putzen und einfach nochmal einstreichen, weil das macht das nochmal ein bisschen geschmeidiger. Der Gips, wenn der aushärtet, der entzieht ja auch irgendwie so ein bisschen Substanz von diesem Silikon. Wenn man mal ganz viele Abgüsse mit einer Silikonform macht, merkt man, dass der irgendwie etwas mehr spröde wird.
Und zumindest bilde ich mir ein, dass dieser Rasierschaum den Silikon hier weiterhin geschmeidig halten wird. Wenn ich jetzt viele Formen gießen will, muss ich das natürlich noch besser bauen. Dann wäre es vielleicht sogar sinnvoll, immer die dicke Schicht wirklich nur aus einem einzigen Silikon zu gießen. Dass wenn da mal irgendwie ich was abziehe, dass sich das auf keinen Fall löst, sozusagen das Rosa von dem Transparenten ist ja hier nur so eine dünne Schicht und das ist ja nicht das gleiche Material, das kann sich also durchaus doch mal lösen voneinander, aber für ein paar Abgüsse, was ich jetzt hier brauche, ist das völlig ausreichend. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen putzen, wenn da hier und da noch ein bisschen Ton drin hängt. Dann kann ich das hier noch ein bisschen wegputzen. Ja, hier sind jetzt zum Beispiel einige Krümel noch. Kann ich da zum Beispiel auch so ein bisschen antupsen und dann noch rausheben mit dem Lappen. Jetzt richte ich das Ganze mal auf, werde das hier schön zusammensetzen. So, ich setze jetzt hier überall diese Schraubzwingen an, die sind jetzt zwar mehr oder weniger neu und eigentlich würde ich lieber gerne alte Schraubzwingen nehmen, aber das sind momentan die kleinsten Zwingen, die ich habe oder einige der kleineren. Ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut hier mit dem Zusammendrücken. Das hält auch vernünftig. Ich habe jetzt hier einige Schraubzwingen drauf gemacht auf diese Ränder, mal die ganze Form schön zusammengebaut. Und jetzt habe ich aber festgestellt, ich möchte die ja ausschwenken und rumdrehen können. Und da könnte es sein, wenn die jetzt hier so rausgucken, wirklich diese Schraubzwingen, dass sie mich dann einfach nur stören, dass ich die Form nicht optimal ausschwenken kann. Und wenn ich sie nach hier nehme, diese Griffe, ist das vielleicht noch ein bisschen optimaler. Ich hoffe jedenfalls, dass es etwas bringt. Ich denke auch die große Schraubzwinge werde ich nochmal tauschen. Und auch hier setze ich mal eine kleine an. Jetzt geht es an den zweiten Abguss und zwar werde ich diesmal hier ein paar Styropor-Einsätze reinbringen. Ich möchte das nämlich jetzt voll gießen, nicht hohl aufbauen, dass ein wirklicher Druck auf dieser Form ist, denn hier zwischen Stützform und Silikon entsteht manchmal noch ein leichter Hohlraum und jetzt möchte ich auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich richtig so gut ist, geht, vollgegossen ist und da auch ein bisschen Druck auf die Wandung wirklich kommt von innen her. Denn ich möchte das ja punktieren und da habe ich ein großes Anliegen, dass die Form so exakt wie nur irgendwie möglich ausgegossen ist. Und hier oben, ja gut, da ist es dann nicht mehr so wichtig, da drücke ich dann einfach das Ding rein, aber ich werde schon versuchen, das jetzt weitestgehend aufzugießen wirklich, dass das also von unten rauf wirklich voll gegossen wird und da brauche ich natürlich etwas mehr Gips. Ich habe das versucht zu vermeiden, dass es nicht so schwer wird und drücke das dann in 2 Gängen, also einmal das hier rein und werde das dann so halten oder irgendwas Schweres drauflegen und dann den Rest noch aufgießen und alles, was dann noch fehlt zum Schluss. Das Problem ist, dass da manchmal so Absätze und Nähte entstehen an den Gusskanten, weil manchmal das Mischungsverhältnis nicht richtig stimmt und also da
wird es manchmal nicht so ideal mit dem Ausschwenken. Hat man manchmal die Tendenz, dass Blasen kommen oder dass die Form so ein bisschen sich doch noch irgendwie bewegt und dann die ganze Form nicht richtig sich komplett durchdrückt, insbesondere wenn der Silikon minderwertig ist oder man nur Sanitätssilikon verwendet. Aber jetzt habe ich hier ein gutes Gefühl, wenn ich das einfach so mache und versuche mir das hier reinzustecken, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Okay, dann lege ich los. So, also es hat funktioniert, Abguss ist durchgeführt, das kann ich jetzt punktieren, nochmal ein bisschen überarbeiten hier, was nicht funktioniert hat, wenigstens das Gesicht ist schön gegossen und durchgekommen. Also im Großen und Ganzen bin ich jetzt sehr zufrieden. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat und du sagst, es war wirklich gut, gib mir einen Daumen nach oben. Oder wenn du sagst, es war vielleicht nicht so gut, kannst du auch natürlich einen Daumen nach unten geben. Und schreib auch gerne deine Meinung in die Kommentare, weil das hilft mir natürlich weiter, mich selber zu verbessern. Oder wenn du sagst, du hast noch andere Materialien im Auge oder benutzt da etwas, was besser ist, schreib es gerne in die Kommentare. Vielleicht bist du jemand, der richtig viel Erfahrung hat und ich habe noch irgendwas nicht beachtet, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Ich habe da schon echt viel profitiert, auch von wirklichen Anregungen von Fachleuten, wo ich noch was gelernt habe aus dieser ganzen Arbeit hier. Ich bin ja auch nicht fertig und irgendwie hier schon vollkommen, sondern ich lerne total viel auch von euch und danke für alle Anregungen und auch mal Nachfragen oder kritische Anfragen. Wenn du aber was wirklich mitgenommen hast und sagst, das war ideal und super, dann schreib das gerne unter das Video und verlinke das vor allem auch mit Fachkollegen oder Leuten, die sowas vorhaben oder interessierten Laien, die vielleicht eine Büste abgießen wollen, dann kannst du das natürlich gerne verlinken und insbesondere auch meinen Blogbeitrag, wo all die Materialien und Werkzeuge auch verlinkt sind und dann kannst du das da auch direkt kaufen und bestellen. Das wird natürlich ein bisschen was kosten, also stell dich da auch darauf ein, dass du ein paar Euro in der Tasche hast, um dir das Ganze leisten zu können. Wenn du vielleicht Lehrling bist, dann verwende einfach Sanitätssilikon, weil du da auch noch nicht dieses Niveau der präzisen Abbildungsleistung brauchst, sondern es geht erstmal darum, dass du überhaupt ein Modell hast und dann nimmst du einfach Sanitätssilikon. Das kannst du dir für 15 Euro, also sehr günstig, ein paar Kartuschen kaufen und dann wirst du da auch ein gutes Ergebnis erzielen. Habe ich auch hier übrigens öfters schon praktiziert und gezeigt und das funktioniert ideal und wird deinen Geldbeutel auch schonen. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeiten, komm gut voran, bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.